Kennst du das? Dein Kopf ist voll, aber nicht mit guten Ideen, sondern mit „Ich muss noch, ich darf nicht vergessen, warum bin ich so?“ Und während du versuchst, da dich zu sortieren, schiebt dein Gehirn einfach 12 weitere Gedanken rein. Und das Gemeine ist, während du für alle mitdenkst, denkt keiner mal für dich mit. Wenn gerade alles zu viel ist, brauchst du keinen perfekten Plan. Du brauchst ein bisschen Ruhe im Kopf, und zwar jetzt. Ich gebe dir heute 7 Tipps, die du sofort nutzen kannst. Nicht für ein neues, optimiertes Ich, sondern für den Moment, in dem du denkst, ich kann gerade einfach nicht mehr. Erstmal, wenn dein Kopf so laut ist, bist du nicht zu sensibel. Du bist wahrscheinlich einfach überladen. Überladen heißt nicht nur viele Aufgaben, es heißt, nichts ist wirklich fertig. Und genau das macht müde. Und dann passiert das, was so viele kennen. Du bist erschöpft, aber dein Kopf macht keine Pause. Du liegst vielleicht auf der Couch und innerlich rennst du trotzdem einen Marathon. Also, wir reden nicht darüber, wie man sein Leben in den Griff bekommt, sondern wie du deinen Kopf ein kleines Stück leiser machen kannst. Tipp 1: Mini-Reset für den Körper, damit der Kopf überhaupt mitmacht. Wenn alles zu viel ist nicht nur dein Kopf voll. Oft ist dein ganzer Körper auf Alarm. Und dann bringt es nichts, dich innerlich anzuschreien. Jetzt reiß dich zusammen. Wenn dein Körper im Alarmmodus ist, wird es im Kopf schneller unübersichtlich. Also erst runterkommen, dann sortieren. Mach das hier, 60 Sekunden. Schultern einmal hochziehen und fallen lassen. Kiefer locker, Stirn weich. Einatmen und länger ausatmen. Nicht perfekt, nur länger. 5 Runden. Und wenn dein Kopf dabei meckert, das bringt doch nichts. Sag, muss es nicht. Ich muss nur kurz runterkommen. Tipp 2: Mach aus Nebel einen Satz, statt alles im Kopf zu tragen. Wenn alles zu viel ist, fühlt es sich oft an wie Nebel. Du weißt, Stress, Druck, Überforderung, aber du kannst es nicht greifen. Dein Kopf mag keine Unklarheit. Dann sucht er Kontrolle und dreht Schleifen. Sag einen Satz laut oder schreib ihn auf. Gerade ist es zu viel, weil, zum Beispiel, weil ich zu viele offene Sachen habe. Weil ich seit Tagen keine Pause hatte. Weil ich Angst habe, etwas zu vergessen. Weil ich allen gerecht werden will. Nur einen ehrlichen Satz. Und plötzlich ist es nicht mehr alles, sondern das eine Ding, das gerade drückt. Tipp 3: Die eine Sache Frage, weil alles dich erschlägt. Wenn du überfordert bist, denkt dein Gehirn gern in Extremen. Entweder ich krieg jetzt alles geregelt oder ich lasse es komplett. Du brauchst keine perfekte Tagesplanung. Du brauchst eine Richtung. Frag dich, wenn ich heute nur eine Sache schaffe, welche macht morgen leichter? Dein Kopf wird ruhiger, wenn er eine Spur hat. Nicht 10 Spuren. Eine. Und diese eine Sache darf klein sein. Ich lege die Unterlagen in eine Mappe. Ich mache den Termin. Ich schreibe 2 Sätze als Nachricht. Nicht lösen, nur sichern. Tipp 4: Die 10-Minuten-Insel. Klein genug, dass dein Kopf mitmacht. Überforderung liebt das Wort müsste und hasst das Wort anfangen. Deshalb 10-Minuten-Insel. 10 Minuten. Eine Sache. Danach darfst du stoppen, ohne schlechtes Gewissen. Beispiele: Küche, nur die Spüle sauber machen. Papierkram, nur einen Stapel sortieren. Wohnung, nur eine Ecke aufräumen. Handy, nur 3 Nachrichten beantworten, nicht alle. Wenn dein System überladen ist, wirkt alles wie ein Berg. Dein Gehirn braucht etwas, das nicht nach Projekt aussieht. Und am Ende ein Mini-Erfolg. Kurz feststellen, okay, das ist erledigt. Das reicht fürs Gehirn. Tipp 5: Gedankenparkplatz, damit dich Grübeln nicht nachts besucht. Grübeln fühlt sich an wie ich denke nach. In Wahrheit ist es oft ich drehe Runden. Grübeln ist selten Problemlösen. Es ist meistens Sicherheit suchen. Mach einen Gedankenparkplatz. Schreib alles auf, was gerade in deinem Kopf rumschwirrt. Stichpunktartig, unsortiert, ohne Wertung und ohne Lösung. Und dann schreibst du drunter: Gespeichert. Ich kümmere mich morgen drum. Das ist kein Tagebuch, das ist ein Vertrag mit deinem Kopf. Es ist notiert. Du musst es nicht die ganze Nacht umkreisen. Tipp 6: Reize runter, nicht Leistung hoch.
Wenn alles zu viel ist, suchen viele noch mehr Input. Noch ein Video, noch ein Tipp, noch ein „Wie mache ich das richtig?“ Und der Kopf wird dabei nicht ruhiger, nur voller. Mach 30 Minuten Reizpause. Keine Nachrichten, kein Scrollen, keine Kommentare, kein nur kurz gucken. Wenn du erreichbar sein musst, stell eine Person auf laut. Der Rest darf kurz leise sein. Dein Kopf braucht nicht noch mehr Informationen. Er braucht weniger Lärm, damit er wieder klar denken kann. Tipp 7. Sprich mit dir wie mit einem Menschen, nicht wie mit einem Chef. Manchmal ist der lauteste Lärm gar nicht der Alltag, sondern der Ton in deinem Kopf. Reiß dich zusammen. Andere schaffen das doch auch. Stell dich nicht so an. Selbstdruck macht Stress. Und unter Stress wird Denken schwieriger. Du versuchst dich durch Härte zu retten und wunderst dich, dass es sich immer schlimmer anfühlt. Frag dich, was würde ich einer Freundin sagen, die gerade so fertig ist? Und dann sagst du das zu dir. Zum Beispiel, kein Wunder, dass du müde bist. Du musst das nicht alles heute lösen. Mach nur den nächsten kleinen Schritt. Es ist gerade schwer. Punkt. Merksatz. Du brauchst gerade keinen Antreiber. Du brauchst einen Verbündeten. Fazit. Und bevor du jetzt denkst, okay, aber bei mir ist gerade so viel Druck, dass selbst kleine Schritte sich zu groß anfühlen. Dann sag ich dir was, ganz ehrlich. Ich glaub dir. Und genau deshalb war das hier heute kein „Jetzt ändere dein Leben in 7 Schritten“ Video, sondern eher wie so ein kleiner Notfallkoffer für Tage, an denen dein Kopf zu laut ist. Weil wenn gerade alles zu viel ist, brauchst du nicht noch mehr Druck. Du brauchst einen Weg zurück zu dir, zurück in einen Zustand, in dem du wieder atmen kannst und in dem du dich nicht selbst zusätzlich fertig machst. Und wenn du dir die 7 Tipps anschaust, dann ist da ein roter Faden drin. Wir versuchen nicht, dein Leben auf einmal zu lösen. Wir versuchen nur, das System zu beruhigen, das gerade überlastet ist. Erst der Körper, damit du überhaupt wieder klar denken kannst. Dieses länger Ausatmen ist nicht magisch, aber es ist ein Signal. Ich bin gerade nicht in Gefahr. Ich darf runterkommen. Dann der Nebelsatz, damit alles wieder einen Namen bekommt, weil alles ist zu groß. Aber ich habe zu viele offene Sachen. Das ist greifbar. Und mit greifbar kann man umgehen. Die eine Sache Frage. Weil du nicht 10 Baustellen gleichzeitig brauchst, du brauchst eine Richtung. Eine Sache, die morgen leichter macht, mehr nicht. Dann die 10-Minuten-Insel. Weil Überforderung dich glauben lässt, du müsstest erst motiviert sein, um anfangen zu können. Aber es ist oft andersrum. Du fängst klein an. Und dadurch wird es etwas leiser. Der Gedankenparkplatz. Damit dein Kopf nachts nicht weiterarbeitet, obwohl du schlafen willst. Nicht, weil du übertreibst, sondern weil dein Kopf glaubt, er muss das jetzt noch klären. Dann Reize runter. Weil dein Kopf keine weitere Informationsflut braucht. Er braucht weniger Lärm, damit er wieder sortieren kann. Und schließlich der Ton, mit dem du mit dir redest, weil du es schwer genug hast. Du musst nicht auch noch dein eigener Antreiber sein, der ständig meckert. Manchmal ist der wichtigste Satz nicht „Ich schaff das jetzt“, sondern „Kein Wunder, dass ich müde bin“. Und jetzt kommt das Wichtigste. Du musst das nicht perfekt machen. Du musst auch nicht alle 7 Tipps auf einmal nutzen. Pick dir einen raus. Wirklich nur einen. Und wenn du das Gefühl hast, das war gerade hilfreich, lass gern ein Like da und abonnier den Kanal. Danke, dass du zugehört hast.